Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie wieder dabei seid beim Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Eine Verschnaufpause, die gibt es nicht am Kapitalmarkt. Das bedeutet, zumindest für alle, die nicht gerade bei Sonnenschein und Pulverschnee auf den Skipisten unterwegs sind, selbstverständlich bestes Infotainment rund ums aktuelle Börsegeschehen. Aktuell gibt es da so einiges zu berichten. Starke Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten, Kommentare zur Notenbankpolitik rund um die heiß ersehnten Zinssenkungen und die daraus resultierenden Marktbewegungen bilden da die Eckpfeiler des heutigen Kapitalmarkt-Updates. Doch alles wie immer der Reihe nach. Den Anfang der positiven US-Wirtschaftsnachrichten machten die Wachstumszahlen. So konnte die US-Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2023 mit einer annualisierten Rate von 3,3% gegenüber dem Vorquartal ordentlich zulegen. Dieser starke Endspurt fiel damit kräftiger aus, als allgemein erwartet wurde und bedeutet dann auch für das Gesamtjahr 2023 einen Anstieg des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts auf 2,5%. Neben dem überraschend starken Wachstum war es dann wieder einmal der US-Arbeitsmarkt, der für Staunen nicht nur am Börsenparkett sorgte. Der Anstieg der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stellte mit 353.000 neuen Stellen alle im Vorfeld abgegebenen Prognosen in den Schatten. Der Zuwachs an neuen Jobs war branchenübergreifend und betraf den Dienstleistungssektor ebenso wie das verarbeitende Gewerbe. Auch im Transport- und Lagerwesen sowie in der Gesundheitsbranche legten die neu geschaffenen Jobs kräftig zu. Doch das war noch nicht alles. Der Anstieg der neu geschaffenen Stellen der beiden vergangenen Monate wurde um 126.000 nach oben revidiert, so dass sich die Dezemberzahl auf über 333.000 verbesserte. Die Arbeitslosenquote wurde mit 3,7%, diese Zahl wird gerne als Vollbeschäftigung interpretiert, unverändert und rekordverdächtig niedrig ausgewiesen. Ja, und zu guter Letzt dürfen sich auch die Beschäftigten noch über einen Anstieg ihrer durchschnittlichen Stundenlöhne freuen. Die stiegen nämlich im Monatsvergleich um 0,6% an, was immerhin einen Lohnzuwachs von 4,5% im Jahresvergleich bedeutet. Neben dem US-Arbeitsmarkt gab es dann noch die Veröffentlichung des ISM-Einkaufsmanager-Index für das nicht verarbeitete Gewerbe, also den Dienstleistungssektor in den USA. Und dieses Vertrauensbarometer, der Einkaufsmanager, unterstrich die derzeitige starke Verfassung der US-Wirtschaft, denn der Wert stieg von 50,5 im Dezember auf 53,4, während Umfragen unter Finanzanalysten nur einen Wert von 52 vorausgesagt hatten. Mit diesem konjunkturellen Rückenwind ist es für die Federal Reserve und im Konkreten für ihren Chairman Jerome Powell keine Notwendigkeit mehr, die sowieso nur vom Markt und nicht vom Conference Board fieberhaft und ungeduldig geforderten Zinssenkungen mit Eile umzusetzen. So beschloss die Fed zum Abschluss ihres Meetings, die aktuelle Geldpolitik noch unverändert zu verlassen. Sehr wohl aber konnte man durchhören, dass sich die amerikanische Zentralbank auf eine Lockerung der Geldpolitik vorbereitet. Zudem bekräftigt die Fed einmal mehr ihren datenabhängigen Ansatz und wies darauf hin, dass man als größtes Risiko eine Stabilisierung der Inflation oberhalb des Fed-Ziels sehe. Dieses Risiko, gepaart mit den aktuell starken Wirtschaftsdaten, ließen Powell betonen, dass eine Zinssenkung im März nicht als Basisszenario angesehen wird. Die abwartende Haltung der Fed führte dann letztendlich auch zu einem Auspreisen der zu früh angesetzten Zinssenkungen, was auf die Renditen der US-Staatsanleihen über alle Laufzeiten wieder deutlich anstiegen ließ. Im Durchschnitt stiegen die Renditen für US-Staatspapiere um ca. 0,25%. Dies war der stärkste Zweitagesanstieg seit Juli 2022. Auf der Aktienseite kam es hingegen zu einem gewohnten Bild.
Aktientitel, welche vor allem mit IT-Technologie, Medien, Kommunikation sowie dem Thema künstliche Intelligenz in Verbindung gebracht werden, haben gleich mal 6,5% im Monat Februar zulegen können. Dicht gefolgt von breiten amerikanischen Aktienmarkt, der mit 2% seit Monatsanfang ebenfalls ganz gut performen konnte. Europa, und hier als Beispiel der breite europäische Aktienmarkt, nahm mit einem halben Prozent Monatsperformance eher eine bescheidene Rolle ein. Das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch allen noch eine erfolgreiche Woche an den Finanzmärkten und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Christian Leinweber.